Wir befinden uns hier im 82-Mann-Deck am Heck des Schiffes, oder man kann eigentlich sagen im Heck des Schiffes. Der Name sagt es, 82 Mann der 334-köpfigen Besatzung waren gleichzeitig in diesem Deck untergebracht. Eine ungewöhnliche Decksgröße schon für Schiffe dieser Zeit. Auf deutschen Werften hätte man vermutlich keine Schiffe mit so großen Decks mehr gebaut. Es entspringt einem anderen Selbstverständnis der US Navy, dass man solche Decksgrößen gebaut hat. Das stellte durchaus besondere Herausforderungen für die Führung der Besatzung dar. 82 Mann in einem Deck, das bedeutet auf der einen Seite bei dem steten Wechsel der Wachen letztlich wiederkehrende, immerwährende Unruhe an Bord. Das bedeutet natürlich auch in einer ganz heterogenen Bordgemeinschaft die Notwendigkeit großer Rücksichtnahme aufeinander. Organisiert war diese 334-köpfige Besatzung in 4 Hauptabschnitte, verantwortlich für den Decksbetrieb und alles Seemännische, die 100er, die 200er für die Heizerei, die 300er für die Waffen und die 400er für die Versorgung. Auf diesen Schiffen fuhren noch zum Teil Wehrpflichtige. Sie entsprangen ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. Entsprechend herausfordernd war es für alle Beteiligten, sich hier auch aufeinander einzulassen. Man kann sich das ein bisschen vor Augen führen, wenn man sich die Ausstattung dieses Decks einfach auch anschaut und die 2 bemalten Tische hier anschaut. Hier vor mir Zerstörer Mölders Blitzer. Blitzer, was waren die in der OPZ tätig waren? Funk, Navigation. Da musste man schon mal wissen, wie man mit dem Geodreieck umgeht, mit dem Navigationsdreieck. Hier hinter mir in dem Gang sieht man das Schab Zerstörer Mölders Bootsmannsgruppe. Ein Anker und eine Ziege, die sogenannten Decksziegen, die Elver, die an Bord einfach dafür verantwortlich waren, dass das Schiff in Farbe und in Stand gehalten wurde, dass an Oberdeck alles klar war, die Leinen zu bedienen hatten. Da waren handwerkliche Fähigkeiten gefragt. Hier im Deck traf man aufeinander, musste sich miteinander arrangieren, schloss mitunter Freundschaften fürs Leben, wie man daran sieht, dass die Bordgemeinschaften bis heute gut zusammenhalten. Mitunter aber natürlich war man auch froh, wenn man dann im Hafen seiner Wege gehen konnte. 82 Mann, die organisieren sich im Hafen nicht mehr selber. Da sagt keiner, kommt, wir gehen los, da braucht man einen Bus. Das muss organisiert werden. Anders heute in einem kleinen 4-Mann-Deck, da braucht man das eigentlich so nicht mehr. Da macht man sich selber auf den Weg. Während die Mannschaften hier unten untergebracht waren, war die Schiffsführung in unmittelbarer Nähe zur Operationszentrale und Brücke untergebracht auf der Höhe des Flugkörperdeckes. Wir sehen dort den ironischen Hinweis Königsallee in dem Gang, der den Funkraum mit der Kommandantenkammer und der 1O-Kammer verbindet. Königsallee, auf der einen Seite natürlich eine ironische Reminiszenz an die Schiffsführung, die dort untergebracht ist, auf der anderen Seite aber auch eine Reminiszenz an das Patenland Nordrhein-Westfalen mit der Königsallee in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Aus diesem Grunde prangt auch das Landeswappen Nordrhein-Westfalens am Brückenaufbau der Mölders. Kommandant und erster Offizier haben ihre Unterkünfte direkt unterhalb der Brücke, eben bei jener Königsallee. Das Vorhandensein eines ersten Offiziers mit eigener Disziplinargewalt, unterhalb der Disziplinargewalt des Kommandanten übrigens, macht in militärischer Hinsicht eine Einheit zum Schiff und unterscheidet sie vom Boot, das im Unterschied zum Schiff eben nur in Anführungszeichen über einen ersten Wachoffizier verfügt, der nicht über eigene Disziplinargewalt verfügt.